So setzt du deinen allerersten Compose UI-Test auf. In unter einer Minute. Und schon habe ich meinen ersten grünen UI-Test. Okay, das ging jetzt ein bisschen schnell. Wir wollen uns mal Stück für Stück anschauen, wie setze ich so einen neuen UI-Test denn überhaupt auf für Jetpack Compose. Zuerst einmal brauchen wir einen laufenden Emulator oder ein laufendes Gerät. Jetpack Compose UI-Tests werden auf Devices ausgeführt, auf Android-Devices, damit man die gerenderte UI tatsächlich auch sehen kann und auch wirklich so testet, als würde man mit der UI interagieren. Um nun so einen neuen Test anzulegen, lege ich mein Testfile im Android-Testverzeichnis an. Alle Tests, die im Android-Testverzeichnis angelegt werden, benötigen einen lauffähigen Emulator zum Testen. Wenn ich gerade keinen Emulator am Laufen habe, dann wird Android Studio versuchen, einen Emulator zu starten. Funktioniert das nicht, kann ich auch meine Testcases nicht laufen lassen. Ansonsten gilt auch wie bei normalen Unit-Tests, jede einzelne Testfunktion annotiere ich mit der Test-Annotation von JUnit. Das signalisiert dem Testrunner, hier gibt es einen Testcase, der ausgeführt werden muss. In unserem Fall wird dieser Test auf dem Emulator ausgeführt. Das Setup für Compose-Test ist denkbar einfach. Ich brauche in jeder neuen Testdatei erstmal eine sogenannte Compose Test Rule. Diese Compose Test Rule erzeuge ich mir hier mit der Create Compose Rule Methode. Diese Methode kommt aus der Testing Library von Jetpack Compose. Wenn du ein neues Android-Projekt beginnst, das du mit Android Studio angelegt hast, dann hast du schon alle Abhängigkeiten vorhanden, musst dich um nichts weiter kümmern. Falls du das noch nicht hast, lass uns mal einen kurzen Blick in das Build-Gradle-File von der App werfen. In diesem Build-Gradle-File sind die nötigen Abhängigkeiten eingetragen. Ich brauche zuallererst einen Test Instrumentation Runner. Dieser Runner führt am Ende die Tests auf dem Emulator aus. Details sind hier nicht wichtig. Wir brauchen ihn auf jeden Fall. Und das zweite, was wir brauchen, findet sich hier in den Android Test Implementations. Diese Android Test Implementation liegen in den Dependencies von deiner App. Am Namen sieht man vielleicht schon, diese Dependency wirkt sich nur auf mein Android Test Source Set aus. Kurz gesagt, alles, was in meinem Android Test Verzeichnis liegt. Und hier drin habe ich zum einen eine Abhängigkeit auf JUnit, damit ich diese ganzen Testannotationen nutzen kann, um zu signalisieren, hey hoppla, hier gibt es einen neuen Test. Ich brauche auch meine Jetpack Compose BOM, meine Bill of Materials, denn da sind ja alle Abhängigkeiten von Compose drin, die ich brauche. Und meine Compose-spezifischen Testsachen, die finde ich in dieser Abhängigkeit. Ganz genau ist das die Android X Compose UI UI-Test JUnit Abhängigkeit. Das ist die Abhängigkeit, in der sich meine Compose Test Rule verbirgt. Die brauche ich, um die Tests erzeugen zu können, damit ich da drin meine UI-Tests für Compose erstmal schreiben kann. Dreh- und Angelpunkt meiner UI-Tests ist diese Compose Test Rule. Auf dieser Compose Test Rule führe ich alle meine Aktionen für meinen UI-Test durch. Mithilfe der setContent-Methode eröffne ich einen neuen Composable Scope. Das heißt, hier drin kann ich mit Composable-Funktionen arbeiten, womit ich meine ganzen UI-Sachen in Jetpack Compose mache. Im Fall von meinem Testcase stecke ich hier einfach das zu testende Composable rein, bestücke es mit dem Zustand, den es haben soll für diesen Test. Das ist schon mein ganzes Test-Setup. Wenn setContent ausgeführt wird in den Test, wird ein virtueller UI-Baum aufgebaut. Und innerhalb von diesem UI-Baum befindet sich am Ende mein Composable. Und auf diesen Composable kann ich nun schon Tests ausführen.
kann meine Elemente finden, kann Assertions machen. Das ist erstmal das ganze Test-Setup, das ich brauche. Ist echt verblüffend einfach. Wie ich früher mit Espresso Tests aufgesetzt habe, vor allem für alleinstehende Views, so Custom Views, die man gebaut hat, die braucht man immer ja wieder. Oh, das war grausam. Denn du kannst Views gar nicht alleinstehend testen. Du brauchst immer eine Activity, in der sie drin liegen. Du startest jedes Mal eine Activity, in der du eine View reinrenderst. Und dann testest du auf dieser View. Ja, toll. Gratulation. Es ist super langsam und super nervig, dass du das immer machen musst. Und mit Compose ist nämlich das Geheimnis. Compose macht nämlich das Gleiche auch. Nur ich muss mich nicht selber drum kümmern. Was diese Create Compose Rule unter der Haube macht, ist, dass sie mir eine leere Test-Activity erzeugt. Sobald ich Set Content aufrufe, wird diese auch gestartet und rendert mein zu testendes Composable innerhalb von dieser Test-Activity. Ist von der Geschwindigkeit vielleicht nicht viel besser. Spoiler Alert, es ist immer noch besser als Espresso-Test. Viel schneller. Also das ganze Setup ist halt super einfach. Ich muss mich nicht drum kümmern vor jedem Testcase. Hoppla, ich muss jetzt hier eine Activity starten. Diese Activity muss ich mir auch irgendwo hinlegen. Die muss ich implementieren. Bei Compose fällt das alles weg. Ich kann mich wirklich hier auf meinen Test konzentrieren. Und das macht mich als Entwickler super glücklich. Wenn ich doch meine echte Activity als Kontext brauche, ein guter Kandidat sind Screen-Übergänge, Navigationen. Gibt es eine weitere Compose Test Rule? Android Compose Rule. Man sieht es hier schon in Android Studio. Hier wird noch etwas erwartet. Und zwar wird hier der Name von meiner Activity erwartet. Die Compose Test Rule sieht von außen genau gleich aus. Unter der Haube wird diese Compose Test Rule keine leere Activity mehr erzeugen. Sie wird die echte Activity starten und auf diesem Content kann ich dann testen. Ich muss mich nicht darum kümmern, diesen Content extra aufzusetzen oder irgendwas zu machen. Ist alles schon für mich vorbereitet. Was ich machen kann, daran muss man denken, wenn man die Android Compose Rule verwendet. Ich kann hier nachträglich immer noch Sachen überschreiben. In meiner Main Activity wird dieser Screen hier zum Beispiel erst später zur Anzeige gebracht. Ich kann aber dennoch, wenn ich den Activity-Kontext brauche, um da was zu testen, ich kann diesen Content überschreiben. Wenn ich Set Content verwende, wird der Inhalt von meiner Activity, der Compose-Inhalt, wird überschrieben. Das ist das, was ich mit der Android Compose Rule an der Stelle tun kann. Nun gibt es noch eine weitere Compose Rule, die sogenannte Empty Compose Rule. Diese Empty Compose Rule, die ist besonders. Diese Empty Compose Rule, die nimmt keine Activity entgegen. Und gleichzeitig hat sie aber auch keine Set-Content-Methode. Was kann ich denn damit jetzt überhaupt anfangen? Wenn ich jetzt Schabernack treiben muss, ich muss irgendwelche Dependencies mocken, simulieren, ich muss irgendwelche Testdaten bereitstellen, dann kann ich diese Empty Compose Rule nehmen. Das heißt, ich muss über das Activity-Szenario, muss ich irgendeine Activity starten und sobald die Activity verfügbar ist, dann kann ich meinen Content da drin setzen. Ich habe sozusagen die volle Kontrolle darüber, wann meine Test-Activity gestartet wird. Wenn nötig, kann ich vor diesem Activity-Launch noch irgendwelche Abhängigkeiten mocken, damit ich meine Compose UI auch anzeigen kann. Ihr habt heute die 3 unterschiedlichen Setups kennengelernt, wie ich so einen Compose-Test aufsetzen kann. Wenn ihr euch nun noch fragt, ja, warum ist es denn wichtig, dass ich UI-Tests schreibe? Was bringen mir die überhaupt? Dann empfehle ich euch, schaut euch dieses Video hier als nächstes an.